Wir sind hier bei den Stadtwerken Neuburg an der Donau. Wir betreiben hier ein Nahwärmenetz. Initiiert wurde das damals ca. 2010 durch eine Kooperation mit der Industrie. Damals im ersten Step eine Glashütte. Jetzt, vor ca. 4-5 Jahren, waren dann weitere Kontakte. Das Nahwärmenetz in der Stadt ist aufgewachsen. Und so kam es dazu, dass man mit der Firma Rockwool Kontakt aufgenommen hat, die auch eben Abwärme für uns nutzbar hätten. Wir schmelzen bei uns im Produktionsprozess Steine, Basaltsteine, und in diesem Schmelzprozess fällt natürlich Abwärme an. Und eigentlich ist es so, dass man diese Abwärme, bevor man sie abgeben kann, entsprechend kühlt, und wir nutzen diese Energie, die quasi beim Kühlen dann abgeht, und übertragen diese an die Stadtwerke. Über diesen Zwischenkühlwasserkreis mit einer Verbindungstrasse zur Übergabezentrale Rockwool, die also quasi durch die Stadtwerke errichtet wurden, wird dort über entsprechende Wärmetauscher die Fernwärme ausgekoppelt und die Temperatur in gewissen Grenzen für das Netz geregelt. Wir haben 3 Teilnetze im Stadtgebiet gehabt, B1, B2, B3, jeweils mit der eigenen Zentrale. Jetzt mit Rockwool wollen wir natürlich diese Wärme ohne irgendeine Erzeugungseinrichtung in der Stadt verteilen. Das heißt, diese Teilnetze mussten gekoppelt werden. Das ist unsere Wärmedrehscheibe. Wir sprechen nicht mehr von dem klassischen Fernwärmenetz, wie es früher einmal war. Ein Erzeugerpunkt, ein Netz, das sich dann entsprechend aufteilt zu den Verbrauchern, sondern wir haben hier neue Dynamiken durch mehr Energiequellen, ja, durch mehrere Einspeisungsquellen, wie die Erzeugungsanlage der Kläranlage, wie die Abwärme von Rockwool. Diese netzversorgenden Teile müssen entsprechend hydraulisch gegeneinander abgeglichen werden, um alle Netze entsprechend ihrer Bedarfe auch zu versorgen. Und in der Wärmedrehscheibe sind zusätzlich Pumpen integriert, die ab bestimmten Leistungen ins Netz B1 bzw. bei bestimmten Differenzdrücken mit zusätzlichen Pumpen die Grundauslegung des Nenndruckes PN25 im Fernwärmenetz absichern. Über den Sägezahneffekt, dass dort die extra Druckerhöhung stattfindet, kann man dann den gesamten Anlagendruck im Netz unter 20 oder 21 bar sichern. Für solche Projekte ganz allgemein brauche ich natürlich die richtigen Partner. Das heißt, ich brauche die Stadtwerke an der Hand, ich brauche das Industrieunternehmer an der Hand, ich brauche aber auch ein entsprechend gutes Planungs- oder Ingenieurbüro, das beide Seiten verbinden kann. Das heißt, die Abwärme der Prozesstechnik, diese Anlagen in Verbindung bringt mit dem Fernwärmenetz der Stadtwerke, dann ein entsprechendes Regelkonzept erarbeitet, sich dann vielleicht auch noch Unterstützung, wie in dem Fall, bei dem Hersteller holt, mit den Erfahrungen, welche Produkte sind die richtige Auswahl getroffen wird, um das Ganze auch möglichst effektiv umzusetzen. Wir versorgen Stand Ende 24 ca. 3000 Wohneinheiten über ungefähr knapp 500 Hausanschlüsse. Mit Rockwool werden wir jetzt 2/3 bis 70% Abwärme im Netz haben, was sehr, sehr gut ist. Im Hinblick auch auf Wärmetransformation sind wir da bis weit in die 30er Jahre sicher. Und natürlich auch, wenn Sie 70% schon mal preisstabile, günstige Wärme haben, die auch eben dieses CO2-Problem weitestgehend vermeidet, dann ist das schon ein Riesenvorteil für uns. Ich denke, dass es gerade in energieintensiven Industrien, auch wenn ich mir das ganze Thema CO2 anschaue, dass es da extrem lohnenswert ist, in Fernwärme zu investieren. Weil wir müssen natürlich schmelzen, die müssen eine entsprechende Energie aufwenden, und wenn man dann gleichzeitig Fernwärme hat und man sagen kann, dass man Teil quasi von der aufgewendeten Energie an die Bürger der Stadt Neuburg abgibt, finde ich absolut lohnenswert. Es entsteht eine Form von Synergie oder Kopplung, Industrie, Arbeitsplätze, Produktion, Abwärmenutzung, und die Kunden können sich ein Stück damit identifizieren, dass es quasi die Wertschöpfung sich fortsetzt über den industrielle, wirtschaftliche eben auf die Versorgung und auf eine ökologische Art. Wenn man es dann in der Realität sieht, umgesetzt sieht, erfolgreich laufen sieht, macht einen das natürlich auch stolz, dass man hier mitgewirkt hat, dass man als Hersteller auch seinen Beitrag dazu leisten konnte, ein Netz zu optimieren, die Erweiterungen zu ermöglichen, die Kapazitäten der Stadtwerke zu vergrößern, aber auch indirekt natürlich durch die Nutzung der Abwärme mit den regeltechnischen Möglichkeiten, die wir bieten, eben auch der Wärmewende durch die Dekarbonisierung, sprich der Abwärmenutzung, zu unterstützen.